Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei uns zum Gartengemüsekiosk. Ich halte in der Hand schon unseren Aussaatkalender und tatsächlich gibt es im Dezember doch einiges mehr, was wir jetzt aussehen können. Es gibt also Aussaattipps, wir werden zusammen aussehen, wir werden über Aussaaterde sprechen und es gibt noch ein Rätsel. Ich wünsche euch viel Spaß. Wir beginnen direkt mit der Aussaat und ihr kennt das. Kresse ist ein Klassiker und gerade jetzt Dezember, Januar, Februar, das sind Monate, wo wir uns gut tun, wenn wir frisches Grünzeug auf den Teller packen. Ihr kennt den Klassiker der Kresse, der normalen Kresse, die man vielleicht von der Fensterbank aus dem Kindergarten oder so kennt. Wir werden jetzt zusammen die Gartenkresse aussehen. Die ist großblättrig und ich zeige euch die. Die ist nämlich in unserem 24er-Kalender drin für Dezember und wir sind ja jetzt im Dezember. Hier könnt ihr auch sehen, wie sie aussieht, wenn sie erntereif ist. Also für alle unter euch, die unseren Bio-Saatgutkalender von 24 haben, schaut mal rein. Jetzt im Dezember könnt ihr wunderbar die großblättrige Kresse aussehen. Könnt ihr aber natürlich auch noch im Januar machen, ist überhaupt gar kein Thema. Jetzt kommt noch ein kleiner Tipp für euch, denn wenn ihr euch günstig noch Saatgut sichern möchtet, es gibt noch einige wenige Restbestände haben wir noch bei uns. Die findet ihr unter dem Video direkt verlinkt. Also wenn ihr den Bio-Saatgutkalender inklusive der 12 Samentütchen noch günstig bekommen möchtet, dann schaut gerne eben einfach bei uns im Kiosk nach. Ich lege den zur Seite und wir sehen jetzt zusammen die Gartenkresse aus. Um jetzt die Gartenkresse auszusehen, brauche ich einen Topf, optimalerweise unten mit Löchern. Und wichtig ist, ich möchte das Ganze ja im Haus später haben, zum Beispiel im Treppenhaus oder ihr habt einen anderen hellen, nicht allzu warmen Raum. Bedeutet aber auch, es ist wichtig, dass ich eine Aussaaterde nehme. Und hier in unserer Schubkarre haben wir immer Aussaaterde hier vorrätig, dass wir die verwenden können. Man kann eine Aussaaterde auch kaufen, ja, da gibt es verschiedene Anbieter, das geht durchaus. Erfahrungsgemäß kann man sich aber nicht immer hundertprozentig sicher sein, dass sie wirklich keimfrei ist. Und das Aussaaterde herstellen, da sprechen wir gleich noch drüber, das ist gar nicht so schwer. Also ich fülle erstmal den alten Topf, der ist auch aus dem Fundus hier vom Hof und dann wird ausgesät. Ihr Lieben, ihr habt ja gerade gesehen, die Schubkarre, wo die Erde drin ist keine normale Schubkarre. Das ist eine Dampfschubkarre, um eben Aussaaterde in größeren Mengen, hier sind es konkret 80 Liter, herzustellen. Das machen wir mit so einer Schubkarre schon seit über 10 Jahren und das ist jetzt auch das zweite Modell, was wir hier haben. Denn ganz erfreulicherweise hat der Hersteller Kontakt zu uns aufgenommen, hat Videos von uns geschaut und seine Schubkarre erkannt. Und da ist wirklich eine schöne Zusammenarbeit daraus entstanden. Und ihr seht hier auch neben mir schon einen Topf. Das ist nicht einfach nur ein Kochtopf für jetzt draußen Gemüsesuppe vielleicht oder so, sondern das ist ein Erddämpftopf. Der hat so 25 Liter im Gegensatz zu der Schubkarre, die 80 Liter hat. Da kann man so gucken, für welchen Einsatzort oder welche Größe von Garten oder welchen Zusammenschluss von Gärtnern hat man vielleicht, wo lohnt es sich. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste zu wissen. Die Erde zu dämpfen ist ja eine konstruktive Methode, sozusagen eine biologische, wo ich jetzt keine Chemie brauche, um eben eine keimfreie Erde zu haben. Was wichtig ist, wenn ich im Haus Jungpflanzen vorziehe, wenn ich aussehe, aber auch wenn ich Zimmerpflanzen habe beispielsweise. Wir kennen das, wenn man einmal Trauermücken zu Hause hat im Haus, das ist eine sehr nervige Angelegenheit. Der Schädling ist wirklich, ja, nicht so wirklich schön. Wir können dem vorbeugen, indem wir die Erde dämpfen. Nicht wundern, wir haben jetzt diese zwei Varianten, den Erddämpftopf und die Schubkarre im Shop, aber sind natürlich nicht so preisgünstig. Also sind ihren Preis schon wert, aber es ist jetzt keine Produkte von irgendwo. Wenn man da anruft, wenn man Schwierigkeiten hat, dann hat man auch jemanden am Telefon, mit dem man Lösungen finden kann und der einen versteht. Und das Ganze ist hergestellt in Deutschland. Also hochwertig, aber eben auch gut. Das heißt, wenn ihr mit euren Gärtnerfreunden zusammen oder in der Solavi oder wie ihr eben zusammen arbeitet, überlegt, so ein Erddämpftopf mit 25 Liter oder so eine Dampfschubkarre mit 80 Liter wäre was, schaut gerne mal bei uns in den Shop rein, da findet ihr sie. Den Link packe ich auch in den Blogbeitrag. Ich werde jetzt aussehen in die gedämpfte Erde.
3 Sachen, die mir zum Thema Aussaaterde beim Aussehen gerade noch eingefallen sind. Das eine, man kann Aussaaterde auch wirklich einfach zu Hause selber machen. Am Ende vom Video verlinken wir euch auch noch ein ganzes Video von uns, wo wir das ausführlich besprechen. Dann ist noch wichtig zu wissen, hier bei der Schubkarre und bei dem Erddämpftopf, der funktioniert auf dem Herd, ja, aber zum Beispiel auch auf der Feuerstelle. Also, wenn ihr Lagerfeuer macht im Schrebergarten mit Freunden zu Hause oder so, oder wenn ihr im Winter grillt, das soll es ja auch geben, da könnt ihr die Hitze dann auch noch verwenden, um eben auch Erde zu dämpfen. Die Schubkarre hingegen, die funktioniert elektrisch. Das lohnt sich dann besonders, wenn man zum Beispiel eine PV hat und Überschuss hat, dann kann man den Strom dann richtig gut nutzen. Und der dritte, wirklich sehr wichtige Tipp, der mir noch eingefallen ist: Welche Erde kann ich denn überhaupt verwenden? Was für Anforderungen habe ich? Das ist schön, denn wir können einfach jetzt die alte Kübelerde verwenden. Wenn ihr also noch Kübel rumstehen habt und ihr habt das schon abgeräumtes Gemüse, wie zum Beispiel jetzt Paprika, Tomaten oder auch andere Gemüsepflanzen, die Erde könnt ihr nehmen. Wir machen es so, dass wir sie einmal sieben, dass so also die groben Stoffe rauskommen mit so einem großen Sieb und die feine Erde dann verwendet werden kann. Denn das ist auch wichtig für gute Aussaaterde, dass sie möglichst fein ist, damit die jungen Pflanzen sich schön gut verwurzeln können. Und ihr habt es ja gerade eben gesehen mit dem Bio-Saatgut-Kalender 24, also der vom aktuellen Jahr. Sichert euch gerne das Saatgut. Wir haben den für 25 jetzt auch bei uns im Kiosk. Wenn ihr noch nicht kennt, schaut gerne mal rein. Oder wenn ihr noch ein schönes Weihnachtsgeschenk für einen Gartenfreund, Freundin sucht, den kann ich euch empfehlen. Den haben wir komplett selber gemacht und ich bin auch ein bisschen stolz. Ich freue mich total. Jetzt geht es weiter mit den Aussaaten. Schauen wir gemeinsam in unseren Aussaatkalender. Und den haben wir nach Kategorien aufgeteilt. Wir beginnen mit der Kategorie Blattgemüse. Wir können direkt draußen im Freiland sehen, das eine ist Weizen oder Dinkel, um eben Weizengras oder Dinkelgras wachsen zu lassen. Das können wir hinterher ernten und es entsaften. Dann haben wir einen wunderbaren, richtig schönen grünen Saft. Das tut unserer Gesundheit gut. Kann man mal ausprobieren, ist auch eine schöne Geschichte. Außerdem, ganz wichtig dabei, wir können jetzt im Dezember noch den Postelein aussehen. Ja, die Ernte ist dann erst im März oder April, je nach Wetterlage eben auch und wo man wohnt. Aber ist es nicht eine schöne Geschichte, jetzt mit Kindern zusammen beispielsweise Postelein draußen auszusehen und dann im nächsten Frühjahr zu schauen, ist er gewachsen, wie weit ist er schon und ihn dann auch zusammen zu verkosten. Schmeckt Kindern nämlich auch sehr gut. Im Bereich Blattgemüse haben wir noch mehr, und zwar für den geschützten Anbau. Also im Gewächshaus oder im Frühbeet oder Hochbeet mit Frühbeetabdeckung oder im Vlies drüber, sodass wir auf jeden Fall einen geschützten Bereich erzeugen, oder eben auch im Folientunnel. Da haben wir dabei Asiasalat, Kresse oder eben auch die Winterkresse, also das Barbarakraut. Das können wir jetzt, wenn wir so eine Umgebung haben, nutzen und eben das Gemüse anbauen. Weiter, was wir jetzt noch aussehen können im Freiland, das ist im Wurzelgemüsebereich, das ist ihr ahnt es schon, die Kerbelrübe. Die haben wir im letzten Video oder letztens zusammen gemeinsam ausgesät und das verlinke ich euch im Blogbeitrag nochmal, denn da gibt es doch ein paar kleine Dinge, auf die man achten muss, damit das gut funktioniert. Aber wenn man dann Kerbelrübe ernten kann in seinem Garten und die zubereiten kann und genießen kann, das ist schon was wirklich, wirklich Schönes. Dann sind hier noch Gemüse aufgelistet mit so ein paar Sternchen, da müssen wir auf eine Sache achten. Schaut mal, ihr Lieben, Gemüsezwiebeln. Die werden teilweise noch größer, aber das ist schon eine stattliche Größe. Unheimlich köstlich sind. Die kann ich wirklich nur empfehlen, ein bisschen milder. Und die stehen jetzt schon in unserem Aussaatkalender im Dezember mit dabei. Die haben auch ein Sternchen und das Sternchen bedeutet hier, dass wir die eher Ende Dezember aussehen, aber da können wir schon dran denken, das zu machen. Wichtig ist dann auch, wir sehen sie natürlich im Haus aus mit gedämpfter Erde und eben dann brauchen wir auch eine Zusatzbeleuchtung. Übrigens zum Thema Zwiebel anbauen haben wir einen ganzen Online-Kurs auf unserem Kanal, der ist kostenlos, ebenso auch die dazugehörigen PDFs, die sind immer unter dem Video verlinkt, da findet ihr ganz viel Infos. Das haben wir komplett kostenlos für euch zur Verfügung gestellt. Wir möchten euch auch unterstützen, dass auch ihr ja, bunte Gärten habt und vor allen Dingen Freude daran, dass es funktioniert. Weiter im Zwiebelgemüse hier im Dezember, ebenfalls im Haus und mit Leuchte und mit Sternchen, haben wir den Sommerporree. Aber der wird auch besprochen in dem Online-Kurs, also denke ich, dass da doch ganz, ganz viele Fragen geklärt werden. Ich verlinke euch das nochmal im Blogbeitrag. Ende Dezember können wir auch im Bereich Fruchtgemüse schon etwas aussehen. Vielleicht mögt ihr Chilis sehr gerne. Manchmal brauchen Chilis ja recht lange, bis sie keimen. Das ist in Ordnung. Und wichtig ist auch die Wärme. Also wir sind hier im Bereich zwischen 20 und 26 Grad, aber erfahrungsgemäß ist es natürlich besser, wenn sie wirklich die 24, 25, 26 Grad haben, damit sie eben auch schön keimen können. Und das Gemüse, was auch noch, oder die Früchte, die auch noch dabei sind, die wir jetzt schon aussehen können, sind welche, die ich sehr, sehr gerne mag und wo ich wirklich ein Herz für habe. Und mein Mann, mein Gärtner, mag sie gar nicht so. Man könnte schon sagen,
dass er sie ein bisschen anschaut, als wären sie störend im Garten, aber ich mag sie sehr gerne. Aber man muss schon zugeben, je nachdem, wie das Jahr und das Wetter ist sie mal mehr oder weniger ertragreich. Diese Saison haben wir sie aus der Saat selber gezogen und es sind wunderschöne Pflanzen geworden. Die haben auch ein paar Früchte gebildet, aber leider ein paar wenige. Und da muss man ja sagen, der Sommer war jetzt nicht ganz so der super Sommerwetter, Sommer, und ich habe nicht wirklich einen großen Ertrag jetzt dabei gehabt, habe aber Pflanzen gesichert für die Überwinterung. Das heißt, man kann auch zum Beispiel aus Stecklingen welche Pflanzen selber ziehen. Könnte man sich jetzt Stecklinge gemacht haben. Man kann auch aus dem Samen selber ziehen und dann überwintern. Ich habe jetzt eine Pflanze da ist auch noch eine große Frucht dran. Die darf auch noch überwintern. Bevor ich jetzt noch viel mehr zu Pepino erzähle, weil ich die so toll finde und ich sie so köstlich finde, wenn sie dann eben reif ist. Wir haben ein Video dazu, ich glaube sogar 2, ich weiß gar nicht genau. Wir haben die nämlich schon lange im Anbau. Das heißt, dieses Spiel geht schon recht lange zwischen uns. Verlinke ich euch auch eben im Blogbeitrag. Was ich euch aber noch eben zeigen möchte, ist, wenn ihr noch ein Geschenk sucht oder ihr vielleicht schon lange nicht mehr einen Blick auf unseren Aussaatkalender geworfen habt, wir verbessern den ja immer und immer und immer wieder. Wir haben jetzt hier ein ganz anderes Papier, ist also komplett ökologisch gedruckt, ist hinten auch eine Info zu. Und wir haben hier ein Kalendarium und das ist für jedes Jahr neu zu verwenden. Da könnt ihr nämlich alles direkt reinschreiben, wann ihr was ausgesät habt. Und mit einem weichen Bleistift lässt sich das prima wieder wegradieren. Also eine wirklich nachhaltige Geschichte. Und hinten drauf findet ihr ganz viel Information, QR-Codes. Dann gibt es noch den Hinweis für die ganzen Sommerblumen, die sind hinten im Dezember drauf, weil da einfach mehr Platz war. Also da findet ihr ganz, ganz viele Tipps. Und wenn ihr den Aussaatkalender bei uns im Kiosk bestellt, dann ist automatisch dieses Mischkulturposter dabei. Das haben mein Mann und ich selber gemacht und wir haben einige Abende zusammen kontrolliert und geguckt und sozusagen Schiffe versenken gespielt. Es ist super praktisch, wir nutzen es selber gerne. Hier geht es um die Nachbarschaft, wer steht mit wem gerne zusammen. Also echt eine praktische Geschichte. Könnt ihr aber auch einzeln für kleines Geld bei uns im Kiosk bekommen. So. Entschuldigung für die ganze Werbung, aber ich danke euch sehr für eure Einkäufe und so macht ihr uns das möglich und motiviert uns auch, weiter Videos zu machen. Man könnte ja meinen, im Dezember ist nicht mehr so viel im Winter zu tun, aber tatsächlich, wenn man sich mit Saatgut beschäftigt, so wie wir, da ist Saatgutproduktion jetzt ganz wichtig, ist noch eine ganze Menge zu tun. Also wir haben die Reinigung dabei, wir müssen natürlich schauen, dass alles ganz ordentlich ist, Sorten rein, wir sind da sehr penibel, das muss auch alles gute Qualität haben, Keimproben sind ganz, ganz wichtig. Also wenn man Saatgut herstellt, dann hat man im Winter eine spannende Zeit und keine Langeweile. Ihr habt jetzt gerade dieses Saatgut hier gesehen und ich habe bewusst noch nicht verraten, was es ist, denn das ist das Rätsel. Wenn ihr erraten könnt, ich sage jetzt mal, wir lassen das Ratespiel von jetzt an eine Woche lang laufen, dann schreibt gerne in die Kommentare unter das Video, von welcher Pflanze dieses Saatgut stammt. Also was ist es hier für ein Gemüse oder für eine Blume, für eine Pflanze, für eine Kräuterpflanze, von der dieses Saatgut stammt? Und dann lose ich aus und die Gewinner bekommt dann ein Tütchen von mir persönlich zugeschickt. Genau. Ich hoffe, das macht ein bisschen Spaß. Könnt ihr nochmal rätseln. Was meint ihr, von welcher Pflanze stammt das? Nicht, dass ihr denkt, wir wären ein Kalenderkiosk. Das hat eine Freundin mir auch schon mal gesagt. Wir haben noch verschiedene, aber weniger andere Produkte, denn
Das Hauptaugenmerk liegt bei uns auf dem biologischen samenfesten Saatgut. Das ist der Kern von unserem Kiosk. Aber wir kooperieren auch sehr gerne mit hiesigen oder in der Nähe mit Handwerksbetrieben, die wirklich auch hart für ihr Geld arbeiten, die voll dahinter stehen, wo es manchmal ein bisschen teurer ist, aber eben auch eine ganz tolle Qualität hat, wie zum Beispiel hier der Erddämpftopf, was ich euch gezeigt habe. Diese Schachteln hier sind von Heidi gemacht, die auch unseren Adventskalender gemacht hat und auch die große Lionbox fertigt. Diese Schachtel kann man natürlich perfekt für Saatgut verwenden und für eine Geschenkverpackung kann man nicht sagen, dass es was wäre, was man wegtut, sondern es ist wirklich eine Schatztruhe, eine Schmuckschatulle. Man kann Stifte reintun, Saatgut. Ich habe zum Beispiel bei mir die ganzen USB-Sticks da drin gesammelt. Man könnte aber auch eben eine ganz tolle Geschenkverpackung draus machen. Oder als kleiner Tipp, jetzt unabhängig von der Box, vielleicht habt ihr es ja schon mal ausprobiert. Es gibt ein ganz tolles Ritual, wo man einmal im Monat oder jeden Sonntag alleine zusammen mit der Familie zusammen überlegt, worauf freue ich mich oder worüber bin ich dankbar, das auf einen kleinen Zettel schreibt oder was haben wir Tolles erlebt, das in so eine Box oder in ein Glas reinsteckt und am Ende des Jahres oder an einem anderen Termin sich das gemeinschaftlich nochmal anschaut und durchliest. Das ist eine wirklich schöne Geschichte. Ein tolles Ritual haben wir auch schon gemacht. Kann ich nur empfehlen. Ich hoffe, dass euch das Video heute gefallen hat. Es war ein bisschen bunt, inspirierend. Vielleicht seht ihr auch noch was aus. Wenn ihr Saatgut braucht, schaut gerne bei uns in den Shop rein. Und verlinkt habe ich euch auch was. Einmal, ich hatte ja vorhin gesagt, wie man Aussaaterde mit Küchenutensilien einfach machen kann. Das haben wir hier oben verlinkt. Und da gerade auch jetzt so viele Fragen kommen, wie ist es mit Pflanzenbeleuchtung? Wir haben schon so viele Leuchten in der Praxis gehabt. Wir haben auch dazu ein Video. Ich hoffe, das hilft euch. Das findet ihr hier unten verlinkt. Schaut gerne bei uns im Blogbeitrag vorbei. Link ist unter dem Video. Schreibt gerne einen Kommentar. Und über jeden Daumen nach oben bin ich euch sehr dankbar. Freue ich mich. Habt einen schönen ersten Advent.